104, bis ich zum 1. Januar Jahre 40 eingezogen worden bin. Zur Flak, 88. Und dann eines Tages ging es nach Russland und war 4 Jahre in der Gefangenschaft in Stalingrad. Das Problem ist, dass die Kriege werden nie aufhören. Da wird das meiste Geld damit verdient, nicht? Die den Krieg wollen, die müssen ihn ja nicht selbst ausführen. Das lassen sie anderen machen. Danke, dass du als regelmäßiger Zuseher eine so große und wertvolle Stütze in unserem Friedensprojekt Lebensweisheiten von noch 100-Jährigen bist. Das alles ist nur dank dir und dank dem Vertrauen der einzelnen Familien möglich. Danke. Danke. Ich bin Daniel Bleunig, bin Begründer des Friedensprojektes Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen und bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Und genau diese wertvolle Zeitzeugengeschichte für den Frieden wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung Sie sind? 104. 104 Jahre. 104 Jahre, ja. Am 19. Oktober 1921 Geboren in Pausa, Hochland. Und wie fühlt sich das an, jetzt 104 Jahre zu sein? Das sehen Sie ja, wie ich hier da stehe. Sie machen ja immer noch sehr fleißig Gymnastik und spazieren uns auch noch jeden Tag. Leichte Gymnastik, hier wird nichts Schweres verlangt. Aber sonst, was ich auch tue, ist jeden Tag, morgens oder vormittags und nachmittags meine Runde drehen. Entweder bis zum Ende der Straße hier, das sind gleich so 20, 30 Minuten, oder gehe anschließend noch weiter in den Kurpark. Wie weit ist denn die Strecke, was du so tagtäglich zurücklegen? Das sind keine Kilometer, aber schon einige 100 Meter da. Oder Minuten, meistens bin ich eine Stunde und anderthalb unterwegs da. Und das mit 104 Jahren? Mit 104, ja. Und gerade haben sie mir gerade erklärt, dass sie um 6:30 Uhr schon in der Früh Morgengymnastik machen. Da geht mein Wecker. Tagtäglich? Tagtäglich. Und wenn sie nicht pünktlich kommen, dann bin ich recht ungehalten auch. Da jammern die auch dann wieder. Ja. Also man muss mit sich selbst hart sein, das ist ganz wichtig. Durchstehen immer. Nicht nachlassen. Bitte? Nicht nachlassen. Nicht nachlassen. Ich empfehle jedem, nur regelmäßig an die frische Luft zu gehen, das ist so wichtig. Aber dazu muss man sich auch ausstaffiert haben, und das ist ganz wichtig. Wenn man nicht gut gekleidet ist, kann man sich nicht draußen wohlfühlen. Und das ist aber ganz wichtig auch. Aber zur Gesunderhaltung muss man sich einfach bewegen. Und ich kann es Gott sei Dank noch. Und soll ich über andere denken. Sie sind ja 1921 auf die Welt gekommen, haben Sie gerade gesagt. Ja. Wie war das damals so, in der Zeit aufzuwachsen? Per heute gesehen würde ich sagen, wir waren nicht begütert. Nach dem Krieg, nach dem Ersten Krieg, meine Eltern waren selbstständig, die Wirtschaft lief nicht. Sie hatten sich ein Haus gekauft und da waren 100.000 Mark Schulden da. Die haben ewig an den 100.000 Mark rumkauen müssen. Meine Mutter war arm dran als Mutter. Wir waren ja 5 Köpfe. Sie hat immer neidisch geblickt auf den Briefträger, der um die Ecke bei uns gewohnt hat.
weil es dem besser gegangen ist als ihr. Wir waren ja selbstständig und keine Arbeit und Schulden. Wie gesagt, wir probieren diese Interviews als Zeitgeschichte, als Friedensprojekt zu machen, als Friedensprojekt. Wollen Sie davor erzählen, wie das war am 30. Jänner 1933, wie der Hitler an die Macht gekommen ist? Wie haben Sie das da erlebt damals? Das habe ich ja nicht gleich persönlich gespürt, aber es war ein Umschwung. Es war ja total, die Weltwirtschaft war ja ein Untergang für die ganze, ja, für das ganze Leben. Die Massearmut, Arbeitslosigkeit. Und wir waren selbstständig, meine Eltern, und die waren aber dann auch nicht, wie sagt man, arbeitslosenversichert oder sowas. Ich würde sagen, in dem Verhältnis zu heute waren wir arm, was arm heißt. Und ich habe dann mit 14 Jahren bin ich in die Kaufmannslehre gekommen, in einer Strumpffabrik, und habe dort gearbeitet, bis ich zum 1. Januar Jahre 40 eingezogen worden bin. 1. Januar. Und dann wurde schon einberufen nach Stettin, zur Flak. 8,8. Ja, die Ausbildung war in Stettin gewesen. Dann ging es nach Königsberg. Da waren wir das 4 bis 5 Wochen in Königsberg in der Kaserne. Und dann ist man praktisch an die Front gekommen. Das heißt, die Front in den Krieg, kann man sagen, nach Russland. Per heute muss man sagen, das waren ja gar nicht weit in Russland drin. Wir waren vorwiegend in der Ukraine gewesen. Der weiteste Weg mit dem russischen Ober war Orel. Orel, das weiß ich noch. Und dann ging nichts mehr voran. Ja, das war praktisch nur noch ein Hin- und Herfechten da. Unser Regiment, Flakregiment 153 hat das geheißen. Die sind ja auch nicht in der vordersten Linie gewesen da. Der 8 ist normalerweise ist es ein Geschütz gewesen. Flak heißt Fliegerabwehr. Wurde aber in Russland zur Abwehr gegen die Panzer eingesetzt. Gegen T-34 war das damals. Das war die Vernichtungswaffe praktisch. Da ging dann immer sukzessive zurück. Ich habe ja vorhin gesagt, Orel war das weiteste, wo wir vorne waren. Da. Dann ging es retourwärts. Wie war das beim Rückzug? Wie war das? Da geht man eben immer von einem Ort zu anderen retourwärts. Geht's ja. Rückwärts geht es. Das ist der Rückzug. Das Wort sagt es ja, Rückzug. Ich war dann auch in der Schreibstube gewesen, ne, bis ich dann 1900, weiß nicht, wann das gewesen ist, zu einem Unteroffizierslehrgang beordert wurde. Dann wurde ich Unteroffizier. Aber ich bin nach wie vor immer noch dort in der Verwaltung gewesen, in der Regimentsschreibstube, zeitweise abkommandiert zum Verbindungskommando, zur Luftwaffe. Ich war immer praktisch 1A-Schreiber dann gewesen. Die Leute wissen heute gar nicht, was 1A-Schreiber heißt. Über die Gefechtslage wurde Kriegstagebücher geführt.
Und das war auch meine Aufgabe da. Aber da waren sie auch in der Front selber drinnen, also nicht direkt an der Front, aber ein bisschen im Wir waren nie Hintergrund. richtig an der Front. Das ist ganz was anderes, an der Front zu sein. Das sind die Infanteristen, die armen Schweine. Ich war jedenfalls nicht im Aktiven, Gott sei Dank kann man sagen, nicht bei der Infanterie oder solchen aktiven Truppen beteiligt. Vielleicht war schon was Vornehmeres oder Leisteres. Ja. Bis wir da auch wieder in Deutschland waren wir dann in Schlesien. Das war das Schlimmste, dann nach Schlesien rein. Ratibor war das dann, das kenne ich jetzt noch als Ortschaft, wo man dann einen Standort hatte. Die ging so in die Tschechei rein. Und wenn man am 8. Mai über die Moldau ist, war man im Westen bei den Amis. Abends 20 Uhr am 8. Mai musste man da drüben sein. Das haben wir auch noch geschafft. Und damit war der Krieg zu Ende. Und dann lag man über Wochen, etliche Wochen, Monate unter freiem Himmel. Das war also westlich, das war auch noch tschechisch oder was. Deutscher Gebiet war das noch nicht gewesen. Und da waren wir unter freiem Himmel, verschiedene Lagergruppen oder unter freiem Himmel gelegen, Tag und Nacht. Und da ist man rumgeguckt, hat man rumgeschaut, ob man doch jemand findet. Und ich habe da tatsächlich in einem Nachbarlager unter freiem Himmel einen Landsmann oder einen aus meiner Stadt gefunden. Der war so alt wie mein Vater. Der war noch als Reservist eingezogen worden da. Und der sagte, oder noch ein paar Tage, wo ich ihn wieder gesehen habe, sagte er, wir kommen haben. Und dann kamen die auch bald weg. Und der war dann derjenige, der auch zu Hause bei meinen Eltern dann sagen konnte, der stammte aus meiner Stadt, dass er mich noch hier gesehen hatte. Ich bin also über den Krieg hinweggekommen. So wurden die Eltern unterrichtet über mein noch Bestehen. Also da hat man schon gesehen, dass da immer russische Lastwagen kamen mit deutschen Soldaten drauf, die dann nach Osten abtransportiert wurden. Und dann gingen die Transporte auch für uns an, nach Südosten, muss er nach Ungarn, Rumänien. Und wir landeten dann in einem Delta in Rumänien, meine ich. Und dann eines Tages ging es nach Russland. Ich bin gelandet dann in Stalingrad und war 4 Jahre in der Gefangenschaft in Stalingrad. Arbeitsgebiete waren vorwiegend Straßenbau, Kanalbau, also Abwasser und Häuserbau. Wie hat das mit dem Essen dort ausgeschaut in der Kriegsgefangenschaft in Stalingrad? Wie war das so? War alles geregelt. Ausreichend. Die Russen, das war ja kein Krieg mehr. Die haben sich schon auch gehalten an die Normen der, wie sagt man so, für Kriegsgefangene, die haben auch, da gibt es auch für alles gibt es ja Normen.
Also ich muss sagen, ja, ich bin 4 Jahre in Gefangenschaft gewesen, dort, über 4 Jahre. Und zeitweise war man auch heruntergewirtschaftet. Und da wurde ich eines Tages auch gefragt, wer kann Russisch? Ich kann Russisch. Du musst immer wissen, wenn man unterwegs ist, du musst alles können. Ich konnte aber auch nicht viel Russisch. Aber somit hatte ich einen Sprung bekommen, in die Schreibstube zu kommen. Und da ging mir schon etwas besser. Und nach einigen Wochen war man wieder fit. Und so ging es dann die nächsten 2 Jahre ganz einigermaßen gut. Und war in der Schreibstube als Küchenschreiber dann eingesetzt worden. Da ging es nochmal auch gut. Wie viele Leute waren Sie da? Wie viele Und die Leute? Russen, die Offiziere waren alle ordentlich gewesen. Die waren alle Kumpel sogar. Bloß wenn der zweite Russe reinkam, da waren sie ganz andere Russen. Hat keiner anderer getraut. Sonst waren wir wie Kumpel. Ja, da kann man vieles erzählen, aber was unwichtig ist oder nicht wichtig. Wie viele Leute waren Sie da insgesamt da in dem Gefangenenlager? Wie viele Leute waren es da? Das kann man nicht urteilen. Tausende. Ja. Hunderte, viele Hunderte, kann auch Tausende gewesen sein, weil so riesengroße Lager waren das nicht, es waren mehrere Lager. Das ist alle egal. Waren Sie da auch mit deutschen Soldaten da in Stalingrad in Gefangenschaft, die da damals im Kessler waren? Nein, da waren keine mehr da. Die waren also wegtransportiert worden und die meisten, die dort gekämpft hatten, die sind alle eingegangen da. Da sind nicht viele übrig geblieben. Das waren alles solche, die hinten nach dem Krieg hingekommen sind. Das darf ich auch erzählen. Die Kinder sind ja neugierig gewesen, auch in der Tschechei und sonst wo. Und so ein Bub gleich mit 10, 50 Jahren, was weiß ich, guckte da, wenn so ein Transport kam. Und sind auch welche geflüchtet aus dem Transport heraus. Und da haben die Russen halt einfach wieder einen gepackt, der auf dem Bahnhof gestanden hat, so ein Bub vielleicht mit 15, 17 oder wie viele Jahren, und haben den mitgenommen. Wir haben also etliche junge Buben, kann man sagen, in Stalingrad dann auch gehabt. Die wurden aber bald oder früher nach Hause geschickt. Wie haben Sie das in der ganzen Zeit so vor allem im Kopf? Ja, wie haben Sie diese ganze Zeit, ich stelle mir das so schwer vor, vielleicht diese Hoffnungslosigkeit, wann komme ich endlich wieder heim? Ich war ein junger Mann. Traurig war es für die, die Kinder hatten, Familie hatten, also etwa 35, 40 Jahre waren. Die wollten ja nach Hause. Wollen heim. Und wie kommst du heim? Die haben also dann auch forciert, möglichst nach Hause zu kommen. Das geht aber auch schief, indem sie sich abgemagert haben, nichts gegessen haben, geraucht haben und nicht geschlafen haben. So kann man alles auch forcieren,
desto herunterwirtschaftet sich. Und es sind dann viele dann eingegangen dabei auch. Und Rauchen auch, ich habe da nie geraucht. Da. Möglichst sich was gekauft, Grünzeug und so weiter, Zwiebeln, was alles so weg. Geld haben wir auch ein bisschen gehabt, aber nicht viel. Und dann war ich auch mal zeitweise beim Muschelkommando dabei. Da muss man auf der Wolga Muscheln, ist richtig Muscheln? Muscheln sammeln, also. Ja. Das ist ja Eiweiß eigentlich. Ja. Also die nachher eben heim wollten, die sind vielfach eingegangen, kaputt gegangen, oder manche haben es auch geschafft. Aber um sie wieder fit zu machen einigermaßen, hat man sie mit dem Muschelfleisch gefüttert. Dafür wurde das Eiweiß gebraucht. Die waren dann kurzerhand wieder ein bisschen kräftiger geworden und äußerlich auch wieder besser ausgesehen. Das war die Sache wegen der Eiweißesserei. Ja, und dann kam es heran, dass auch aufgerufen wurde zum Transport. Das war also dann Oktober 1949 bin ich dann auf dem Transport gewesen. Ich habe den 19. Oktober Geburtstag. Ich war also während des Geburtstages oder auf der Reise von Russland nach Frankfurt oder. Ich bin am 3. November 1949 in Frankfurt oder angekommen. Und dann war ich von dort aus zu meinem Bruder erstmal, der wohnte in Halle. Und ein paar Tage später bin ich nach Pause zu den Eltern gekommen. Das muss dann im Dezember gewesen sein. November. Ja, noch im November. Was war das dann für ein Gefühl, wieder zu Hause zu sein? Wie war das damals so? Und waren wir froh, dass die Reise vorbei gewesen ist. Ach so, dann geht es doch wieder von vorne los. Jetzt was kriegst du Arbeit oder was? Wie geht es weiter? Jetzt muss man ja was arbeiten da. Und da war nur zu haben Tätigkeit im Uranbergwerk im Auer Erzgebirge. Und das wollten wir nicht. Was anderes ging es nicht, zu arbeiten. Das heißt, da muss man ab nach dem Westen. 15. Januar 50 war ich im Westen. Wie seid ihr in den Westen gekommen? Weil es war nicht so leicht, da von der sowjetischen Zone in die amerikanische zu kommen. Da gab es noch keinen Gartenzaun oder Mauer oder sowas. Dort, wo Licht ist, ist der Westen bei Nacht. Im Osten waren ja die Kraftwerke waren auch schwach gewesen. Oder der Westen war besser dran, so kann man sagen. Im Westen hat es Licht gegeben, nachts. In Blauen oder überhaupt. Wir waren auf dem Land auch gewohnt, da war ja alles finster nachts. Und dort, wo Westen ist, die Sonne, oder ist, wo nachts hell war, richtig, war Hofsaale. Wieder Hof gelandet, 15 Januar. Ist da die Familie dann zurückgeblieben oder ist die auch mit ihnen, die Eltern? Der Vater ist mit mir mit 2 Fahrrädern über an die Grenze gefahren, so ein Grenzdorf. Da hat er sein Fahrrad, das eine später abgeholt. So war ich. Und so ging ich dann im Westen
von Station zu Station. Ja, Und wie haben Sie dann Ihre Frau kennengelernt? das ging so alles so sukzessive. Ich habe, als ich Adressen gehabt, wo man sich melden konnte, dann habe ich erstmal Arbeit gefunden. Das war eine Firma, die kannte ich sogar schon von zu Hause. Und die sagte, sie sucht auch einen Kaufmann. Und ich sagte, da bin ich. Die hatte mich dann behalten. So hatte ich mal schon an der Stelle gehabt. Und so haben wir dann auch nächste Stationen gemacht und eine Frau kennengelernt. Ja. Und dann habe ich auch geheiratet, aber auch 2 Kinder dann gehabt. Ja. Ja. Es ist ja gerade Ihre Generation, Sie haben auch den ganzen Wohlstand nachher auch aufgebaut. Sie sind ja, wie Sie gesagt haben, vom Krieg heimgekommen, haben nichts gehabt und dann alles aufgebaut, wieder selber. Ja, also mir ging es nicht schlecht. Ich habe gut gearbeitet. Und wie gesagt, wir machen ja diese Interviews als Zeitgeschichte, als Friedensprojekt und Sie sind 1921 geboren, haben den ganzen Krieg mitgemacht. Und wie geht es Ihnen dann so, wenn Sie jetzt sehen, dass das wieder irgendwie so anfängt? Wenn Sie zum Beispiel den Fernseher einschalten und dann Ukraine da das hören, sehen? Das Problem ist, dass die Kriege werden nie aufhören. Dass man dann meiste Geld damit verdient, nicht? Die den Krieg wollen, die müssen ihn ja nicht selbst ausführen. Das lassen sie anderen machen. Alle Verbrecher. Die Masse wird immer leiden müssen. Ertragen, schwer ertragen, muss es die Masse. Nicht die Kriege im Visier haben oder durchführen. Und das heißt, arrangieren. Ja. Und was können wir machen, dass wir das Ruder irgendwie umreißen können? Was würden Sie da sagen, was ist da wichtig? Gar nichts. Alles Käse. Was ist wichtig im Leben? Erstens also Gesundheit. Sich gesund erhalten oder gesund sein. Haben Sie irgendein Rezept dafür, das den Zuschauern mitgeben würden? So ein Geheimrezept, weil es 104 Jahre geworden sind. Mit sich selbst hart zu sein. Das ist das Problem, dass du das von anderen auch erwartest. Also Sie haben immer die Disziplin Das gehabt. Problem. Ja, ja. Also Disziplin und eiserner Wille war wichtig. Natürlich, man muss auch die Voraussetzungen eben auch dabei haben. Aber ich habe auch nicht geraucht, darf ich sagen. Also, was alles gelabert wird im Radio und so weiter und so fort. Die schwätzen und alles ist nichts da. Welchen Ratschlag? Und das wird doch noch schlimmer, weil jetzt das mit dem Ganzen noch mehr mit den, wie heißt es, IQ, KI. KI. Ja. Was habe ich IQ gesagt? Künstliche Intelligenz, meinen Sie. Das ist Intelligenz. Ja. Ja, das langt für heute. Ja? 2 Fragen hätte ich noch zum Abschluss. 2 Fragen. Was denn? Was ist der Sinn im Leben? Ja, das ist der Sinn des Lebens, durchzustehen. Dann erträgst du es leichter. Mit sich selbst zufrieden sein.
Du musst mit dich immer mit dir selbst klarkommen. Und du kannst mit nichts leben und mit wenig leben, siehe in der Gefangenschaft und so weiter. Oder das Alltagsleben als Kinder schon. Wir waren ja bescheiden aufgewachsen. Wir sind nie verwöhnt worden und nie im Saus und Braus gelebt. Also auch da schon bescheiden gewesen. Und so hat man sich dann hochgeschafft. Und was wünschen Sie sich für die Zukunft? Oh, keine weiteren 104 Jahre.